Hallo, ich begrüße euch. Es geht um die Vervollständigung der Playlist Fachvokabulare kuratieren. Im vorigen Video hatte ich gezeigt, wie man Unikate aus einer Liste von Worten bilden kann mit Hilfe von Makros. Das geht aber auch noch anders, nämlich mit Pivottabellen. Hier steht also als Titel Alternative Unikatproduktion mit Pivottabellen und der zusätzlichen Option zur Erstellung von Häufigkeitsverteilungen. Genau das will ich also jetzt zeigen. Und dazu nehme ich das Gleiche, was ich eben schon mal hatte, als ich diese Verteilung hier mit Hilfe des Makros gezeigt habe. Ich habe hier den Rahmenlehrplan für die Ausbildungsberufe Fachinformatiker. Der Text kommt von der Kultusministerkonferenz, das heißt, wenn ich also hier mit dem vollen Text arbeite, dann habe ich kein Problem mit dem Urheberrecht, weil auf solche Werke gibt es kein Urheberrecht. Die sind im Prinzip gemeinfrei, das heißt, jeder kann damit machen, was er will. So, das kopiere ich jetzt mit der rechten Maustaste und dann gehe ich zur Excel-Arbeitsmappe, da haben wir sie. Und da will ich das jetzt erstmal auf einer neuen Tabelle machen, die noch leer ist. Hier steht's. Ne? Und da gehe ich in die Zelle A2, weil oben will ich ja dann hinterher noch eine Überschrift drüber schreiben. Und hier füge ich das erstmal ein. Einfach mit Inhalte einfügen, Text. Wissen wir ja noch vom vorigen Makro, dass ich da nichts anderes nehmen soll, damit nicht diese Sonderzeichen da reinkommen und keine Formatierung. Ich brauche wirklich nur den reinen Text. Und da kann ich mit dem Doppelklick dann auch noch die optimale Spaltenbreite einstellen. Wir sehen, sind natürlich nicht nur Texte da, sondern auch Zahlen, ne, vom 13.12.2019. Da sind dann hier 3 Zahlen raus geworden. So, dann soll hier oben drüber noch das Wort, eine Überschrift stehen, also Worte soll oben drüber stehen und schon ist die Pivottabelle so weit vorbereitet, als dass ich die Daten habe. Die gehen hier runter bis zur Zeile 12.889. Hatten wir ja gesehen. Das ist also, was ich hier an Worten habe in diesem Dokument, was ich eben kopiert habe. So, ich gehe jetzt wieder an den Anfang, wähle hier irgendwo was aus, ob für oder die. Ich muss nur in der Tabelle stehen. Dann erkennt Excel schon alles, was notwendig ist, um so eine Pivottabelle zu erstellen. Ich gehe jetzt in das Register Einfügen und dort wähle ich Pivot Table oder Pivottabelle. Da wird, wie ich es eben schon gezeigt habe, von der ersten Zelle mit der Überschrift bis zur letzten Zelle A 12.889 ist alles markiert. Jetzt muss ich noch sagen, ich will das Ergebnis hier in das vorhandene Arbeitsblatt haben. Und zwar in die Zelle C1, da soll es beginnen. Und dann klicke ich auf OK. Und dann habe ich hier die Platzhalter für die Pivottabelle-Felder. Die Worte hier, das ist die Spaltenüberschrift, die habe ich angeklickt. Wenn ich das mache, steht da auch schon Zeilenbeschriftungen. Und das ist auch schon automatisch hier unten hin übertragen worden. Jetzt kann ich mal schauen, wie viel das sind. Beim Gesamtergebnis bin ich in der Zeile 1991. So wie es sein soll, das haben wir hier auch schon. Wenn ich das hier mit dem Auditieren vergleiche, und da gehe ich auch mal zum Ende, da sehen wir, hier sind es ein paar weniger. Warum? Ganz einfach, die Zahlen, die sind hier schon gelöscht worden. Ne? Und das muss ich jetzt auch noch machen, aber ich will ja auch die Häufigkeitsverteilung haben. Ich stehe jetzt also immer noch in der Pivottabelle und dann ziehe ich einfach nochmal die Worte runter, hier wo Werte steht. Und schon habe ich die Häufigkeitsverteilung. Im Augenblick ist es noch sortiert nach den Zeilenbeschriftungen, aber ich kann ja hier reinklicken mit der rechten Maustaste, wähle Sortieren nach Größe absteigend und dann sehe ich, das Wort und ist das Wort, was am häufigsten auftaucht, nämlich 993 Mal. Danach kommt dann dieser Buchstabe X und dann der Artikel die und der und sie und von. Wir sehen, das wird dann immer weniger und ganz unten haben wir dann Ausfallwahrscheinlichkeiten, taucht er nur noch einmal auf oder Datenschutz taucht einmal auf, Datenbanksysteme. Also das ist schon Fachjargon, was hier unten steht. Bundesregierung natürlich auch. POVI muss man schon wissen, was das ist.
oder Bundesinstitut und Arbeitsabläufe. Also das sind alles so Sachen, die derjenige, der hier in Deutschland zuwandert, sicherlich nicht schon beim B1-Level kennt. Also wenn er den Sprachlevel B1 erreicht hat. Das wollen wir jetzt einfach mal näher betrachten. Ich sortiere mal wieder, wie es ursprünglich war, nämlich von A bis Z aufsteigend geordnet. Da werden wir gleich sehen, dass es da eine Ungereimtheit gibt. Das heißt, Excel hat einen Fehler. Ich gehe jetzt mal runter bis an die Stelle, wo das mit dem Wort ab beginnt. Also das Wort ab, das ist ja immer das, wo ich angefangen habe mit zu arbeiten. A ist eigentlich ein Buchstabe und kein Wort. In anderen Sprachen ist das anders. Im Englischen heißt das ja ein. So, jetzt habe ich markiert von ab bis zwischen, drücke die rechte Maustaste, kopiere das und setze das jetzt mal neben das, was ich hier schon stehen habe, unter Wortunikate per Pivottabelle. Und da füge ich das einfach mal ein hier. Und da sehen wir, das passt auffällig, ne? Bis Administrierbarkeit sehen wir ja schon auf der ersten Seite. Aber es fehlt ein Wort. Ich weiß schon zufällig, was das ist. Das steht hier etwa bei 1500 rum. Da haben wir es. Hier steht das Wort so. Darunter kommt soft. Das ist aber hier eins nach oben gerückt. Also hier steht Skalierbarkeit. Hier passt es noch. Ab hier fehlt das Wort so. Wenn ich das jetzt alles eins nach unten verschiebe, dann kann ich das da reinschreiben. Also das ist der einzige Fehler. Ja, das ist aber in der Pivottabelle enthalten, nur an der falschen Stelle. Wenn ich jetzt mal nach oben gehe, das Wort so ist hier eingeordnet zwischen 25.418 und dem Minuszeichen. Und das ist es auch, wenn ich jetzt anders sortiere. Im Augenblick ist ja aufsteigend sortieren gewählt. Ich will jetzt mal absteigend sortieren. Und dann sehen wir das natürlich ganz weit unten. Wenn ich da mal ein bisschen hochgehe, dann sehen wir, hier taucht das so auf, also genauso falsch einsortiert, auch beim Absteigen, immer zwischen Minuszeichen und 25.418. Das ist also jetzt hier der Wortschatz aus diesem Rahmenplan vom Kultusministerium. Alles andere passt und das haben wir ja auch schon hier beim Auditieren gesehen. Was soll dieses hier heißen? Ich kann die Unikate, wenn man jetzt von dem so absieht, die kann ich also auch per Pivottabelle mir zusammenstellen. Und dann habe ich auch noch den Vorteil, dass ich hinterher sagen kann, wie häufig taucht dieses Wort in diesem Dokument auf. Ja, wie häufig kommt das vor? Und das ist natürlich auch schon eine Aussage, die man manchmal braucht, ne, wenn man hier Analysen betreibt. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Wir haben jetzt an dieser Stelle die beiden Möglichkeiten kennengelernt, wie man Wortunikate zusammenstellt, wie man sie sucht. Und damit können wir dann im nächsten Schritt die Funktionen erklären, die benötigt werden. Das Wichtigste sind die Hyperlink-Funktion und der S-Verweis, aber es gibt ja noch so 2, 3 Dinge, die man auch noch erklären muss, zum Beispiel ist wahr oder ist falsch oder nicht. Das taucht da auch auf, aber das ist ein neues Video. Ich bedanke mich jetzt erstmal für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ich euch dann auch beim nächsten Video wieder als Zuschauer gewinnen kann. Danke für heute. Tschüss.